Guten Morgen, ich bin Ofe von T&T Tesla und wir haben Januar. Es ist 9 Uhr und es ist immer noch dunkel und regnerisch und ich habe Langeweile. Beziehungsweise ich muss mal an der Sache auf den Grund gehen und da geht's immer noch um die Stoßdämpfer vorne. Ab Facelift 4 2016 mit Luftfederung haben die Tesla ein Problem und zwar klappern die Stoßdämpfer vorne. Und ich bin der Sache ja in 2 meiner Videos auf den Grund gekommen und habe rausgefunden, dass es, wie anfangs angenommen wurde von Tesla, nicht die Querlenker sind oder irgendwelche Lenkungsbuchsen, was oft gemacht wurde. Es wurden Lenkungen getauscht, es wurden Querlenker getauscht, Stabi-Buchsen und so weiter. Das war es alles nicht. Nein, es waren die Stoßdämpfer. Da kann ich mal vielleicht hier oben den Link setzen. Könnt ihr euch mal angucken. Mit Mikrofon habe ich das rausgefunden. Okay, diese Facelift-Modelle klappern und ich habe jetzt Folgendes vor. Das kommt hier nach dem Intro. Es ist ein Experiment. Ich möchte jetzt das Geräusch kapseln. Das heißt, es wird über die Federbein-Domstrebe von dem Stoßdämpfer hier in den Innenraum geführt. Und ich fahre gleich mal bei mir auf dem Hof über so ein kleines Stück mit Steinen. Also ein Weg. Mir fällt das Wort gar nicht ein. Pflastersteine. Und da klappert er ganz besonders schön. Ich lege das mal aufs Armaturenbrett, dann müsstet ihr das eigentlich hören. Und das möchte ich entkapseln, indem ich einfach mal die Federbein-Domstrebe abschraube bzw. löse und da was drunter lege. Und das zeige ich euch gleich mal. Und wenn das Geräusch dann weg ist, dann wissen wir eindeutig, dass es über die Federbein-Domstreben hier in den Innenraum geführt wird. Habt ihr das kurz gehört? Wie so ein Würfelbecher. So ein Klick, Klick, Klick. So als wenn vorne tatsächlich irgendwas lose ist. Und das ist so, als wenn man beim Yahtzee oder Knibbelspielen so 2 Würfel im Becher hat. Die schüttelt, so hört sich das an. Kennen alle, die das Problem haben, hört sich immer gleich an, wird irgendwann immer lauter. Und die Geräusche kommen aus dem Stoßdämpfer selber. Ich habe bis heute leider keinen Stoßdämpfer bekommen, um den mal zu zerlegen, weil ich bin der Meinung, es kommt aus der Stempelaufnahme oben Richtung Federbeinaufnahme, also Richtung Federbein-Domlager. Aber ich bin mir da nicht sicher. Also vom Geräusch her muss da oben irgendwas lose sein und das Geräusch über die Domstreben in den Innenraum führen. Und das will ich jetzt mal entkapseln. Das ist ein Experiment, wie gesagt. Und dann gucken wir mal, was passiert und was ich dann noch für eine Idee habe. Dann wollen wir mal anfangen. Federbein-Domstreben, das ist einmal hier. Die geht dann da rein. Und natürlich auch hier. Und das Teil, hier unter ist das Federbein, dieses Teil überträgt dieses Klappergeräusch hier in den Befestigungsbereich hier an der Firewall. Wir nennen das mal Firewall, ist ja kein Combustion Engine mehr drin, aber so heißt es halt. Und das schraube ich jetzt los, dann mache ich hier was drunter, um zu gucken, ob ich mit einem Lappen oder irgendwas erstmal das Geräusch bei der Probefahrt leicht eliminieren kann. Und dann überlege ich mir was anderes. Diese Seiten hier, die hätte ich jetzt nicht abnehmen brauchen, aber ihr könnt es dann besser sehen. Sonst wäre das nur so ein kleinerer Ausschnitt gewesen und ich kann vielleicht besser schrauben. Außerdem ist das nur eine Sache von ein paar Minuten. Also, dann gucken wir mal. Übrigens, ihr wisst ja, ich bin ja ein Petrolhead, ne? Und hier sind wir gerade an einem 69er Buick Electra 225 dran. Der ist in Amerika mal restauriert worden mit neuem Lack, neuer Innenausstattung, neuem Vinyldach, Motorgetriebe wurden überholt. Der ist auch schon verkauft. Wir rüsten ihn gerade um, damit wir TÜV bekommen. Ist einiges dran zu machen. Scheinwerfer, neue Handbremsseile, Traggelenke und so weiter, Kleinkram. Und dann freut der Kunde sich für eine schöne Saison 2019. Owe Kröger Automobile, ne, ihr wisst ja, Ami-Händler. Ich hab Bock auf so eine Kisten. Ich finde das immer noch geil. Riesen Schiffe und so eine geile Form. Aber wir wollen ja Tesla schrauben heute. So, ich habe die beiden Schrauben gelöst.
Das ging ja super schnell. Wir sind auch lose. Klar sind Domstreben für die Stabilisierung da, für die Verwindung des Fahrzeuges. Das sollen sie auch weiterhin. Ups. Und da werde ich jetzt was drunter legen und dann mache ich nochmal eine Probefahrt. Ich bin gespannt, ob das Klappern dann weg ist. Dann wissen wir eindeutig, wie das in den Innenraum kommt. Jetzt habe ich einfach einen Lappen untergelegt, unter beide Domstreben. Und das müsste jetzt damit gekapselt sein. Hier ist übrigens der First Responder Loop. Das ist ganz wichtig, wenn der Tesla einen Unfall hat, dass man das Kabel durchtrennt. So, ich bin jetzt aus der Halle rausgefahren, mache jetzt die Scheibe zu, Lüftung auf, am besten aus. Dann hören wir gar nichts mehr davon. Es regnet immer noch, aber hier vorne ist ein super guter Weg, um zu prüfen, ob die Stoßdämpfer immer noch klappern, beziehungsweise das Geräusch in den Innenraum tun. Und am besten in den Innenraum fördern. Und ihr könnt am besten hier vorne wieder auf dem Armaturenbrett hören, ob es wieder klappert. Ja, es ist deutlich weniger geworden. Konntet ihr das eben vernehmen? Ich weiß es nicht genau. Also ich konnte es hören. Es ist immer noch ein Klappergeräusch zu hören. Wir haben natürlich hier in den Federbeindomen auch noch weitere Anschlüsse zur Firewall, um die Steifigkeit der Karosserie zu gewährleisten. Und ich denke, dass da drüber dann weiterhin von den Stoßdämpfern die Geräusche in den Innenraum geführt werden. Es ist aber deutlich langsamer. Ich führe es noch einmal vor. Hier vorne ist meine Firma. Und da sind 4 Stufen und 5 Gullideckel. Da fahren wir jetzt mal drüber. Guckt euch das mal an. So, psst, leise. Ja, es ist anders. Es ist komplett anders. Ich sag mal, 50% der Geräusche habe ich eliminiert. Und jetzt habe ich noch eine andere Idee. Und zwar versuche ich das jetzt zu kapseln, damit es ein bisschen weniger wird. Und das zeige ich euch mal, wie ich das mache. Das Experiment geht weiter. Ich nehme jetzt hier die Lappen weg und werde jetzt hier unter diesen beiden Schrauben eine dünne Gummimatte legen von 2 mm. Und natürlich auch hier unter die Schraubenköpfe, damit ich sehe und vermute, dass ich das Geräusch etwas besser kapseln kann. Und das mache ich jetzt mal. Wie gesagt, das ist ein Experiment. Eine Federbein-Domstrebe ist dazu da, die Karosserie zu versteifen. Und das nehme ich ihr natürlich ein wenig, wenn ich ihr etwas Gummi drunter lege. Es ist jetzt nicht allzu schlimm, weil die Karosserie des Tesla extrem steif ist. Das sicherste Fahrzeug in seiner Klasse weltweit. Aber die Konstrukteure haben sich ja Gedanken gemacht und es wird schon Sinn haben, dass wir Federbein-Domstreben drin haben. Ja, wie gesagt, die sind weiterhin drin. Es wird jetzt nur etwas drunter gelegt und das zeige ich euch mal. Und zwar habe ich mir da so eine Gummimatte besorgt. Die gibt es im Zubehör. Bei uns heißt der Laden Störmann. Und da schneide ich mir jetzt hier mit dem Teppichmesser 2 Stücke raus, mache 2 Löcher rein und die beiden Löcher, die ich da rausgeschnitten habe, die werde ich dann unter die Schrauben legen und dann werde ich das zusammenschrauben und dann werde ich mal gucken, ob wir da eine Verbesserung haben. Nochmal, es ist ein Experiment. Tesla selber kriegt das Problem im Moment nicht in den Griff. Es gibt die 5. Generation Stoßdämpfer für die Fahrzeuge, die mittlerweile mit der Baunummer 77 verbaut werden. Die sollen trotzdem wieder anfangen zu klappern. Für mich nicht zufriedenstellend. Ja, ein guter Teppichleger kann das Material so schneiden, dass er nicht in den Tisch schneidet. Hier sind meine beiden Plättchen. Da kommen jetzt noch 2 Löcher rein. Da muss ich noch mal eben den Abstand messen. 2,5 cm habe ich hier Abstand. Die dann in der Mitte sind. Die habe ich mir jetzt angezeichnet. Da werde ich jetzt 2 Löcher reinbohren. Dabei lege ich dann die übereinander. Dazu nehme ich einen 9 mm Bohrer. Das ist am einfachsten. Wie gesagt, das ist ein Experiment, kann man besser machen. Aber wir wollen ja erstmal probieren, was wir überhaupt machen können. 2 Platten mit 2 Löchern. So geht schon mal los. Jetzt brauche ich noch 2 kleine Unterlegscheiben. Die schneide ich mir hier nochmal raus.
Muss ich ein bisschen grober schneiden, weil das, wie gesagt, ich hatte keine Stanzen, ich muss das so machen. Aber geht auch. 4 kleine Unterlegscheiben für Schrauben. Das sind die Domschrauben. Die stecke ich hier rein und so versuche ich, die Übertragung zu beenden. So, hier lege ich jetzt meine Platte drunter. Und dann drehe ich so die Domstrebe fest. Und dann schauen wir mal. Und so sieht es dann aus. Jetzt fragt ihr euch, warum ich nicht 2 Platten gemacht habe, weil beim Festziehen, dass sie sich drehen. Und die würden die komplette Platte, die ich hier unten drüber habe, wenn ich sie oben nehmen würde, zerstören. So konnten die kleinen Schrauben mit den einzelnen Stücken festdrehen und ich konnte sie ein bisschen ausrichten. Das mache ich jetzt auf der anderen Seite und dann Probefahrt. Übrigens, das Model X hat eine komplett andere Vorderachskonstruktion, beziehungsweise Vorderachskonstruktion ist die gleiche, aber die Federbeine sind anders aufgehängt, beziehungsweise weit weg, um da Geräusche in den Innenraum zu bringen. Deswegen hat das Problem nur das Model S. Und zweite Probefahrt, es geht wieder los auf meiner Prüfstrecke hier direkt am Haus. Achtet auf die Geräusche. Ja, es ist wieder zu hören. Ja. Oh ja. Hat nichts gebracht. Okay, das war's. Vielen Dank fürs Zuschauen. War ein kleines Experiment. Hat nichts gebracht. Und ja, wenn man nicht probiert, dann kommt man auch nicht weiter. Ich baue jetzt alles wieder auseinander, baue es wie original zusammen und warte dann auf die neuen Stoßdämpfer von Tesla. Zur Sicherheit habe ich mir vor kurzem ein komplettes Fahrwerk eines P85D besorgt, ein Vor-Facelift-Modell. Die passen hier auch rein, die klappern nicht. Und wenn das irgendwann überhaupt nicht mehr in den Griff zu kriegen ist, dann baue ich das ein. Und das zeige ich euch dann. Bis dann, ciao.